Guten Tag, meine Damen und Herren, hier geht es um Autismus und heute um das Thema Trauer. Können Menschen im Autismus-Spektrum eigentlich trauern, wurde ich gefragt. Anlass war eine Stelle aus der Autobiografie von Axel Brauns, Buntschatten und Fledermäuse heißt sie, in der er scheinbar gar nicht trauert, als sein Vater stirbt. Zunächst einmal, was ist denn eigentlich Trauer? Trauer ist eine Emotion nach einem schwerwiegenden Verlust. Das kann ein geliebter Mensch sein, das kann auch ein Haustier sein oder ein Gegenstand, an dem man sehr hängt. Das kann auch die Erinnerung an das sein, was man verloren hat. Es handelt sich um eine Emotion, die sehr schmerzhaft ist und die Lebensfreude reduziert. Und immer, wenn wir die Frage stellen, können Menschen im Autismus-Spektrum, dann können wir das mit dem Autismus-Spektrum eigentlich auch weglassen, weil Menschen im Autismus-Spektrum sind so unterschiedlich, wie Menschen im Allgemeinen unterschiedlich sind. Ja, natürlich gibt es Menschen im Autismus-Spektrum, die trauern können. Aber um trauern zu können, bedarf es zum einen der Fähigkeit zu erfassen, dass etwas Geliebtes nicht mehr verfügbar ist. Dafür braucht man ein kognitives Entwicklungsalter. Das brauchen auch neurotypische Menschen. Also man muss erstmal den Verlust erfassen können. Und wenn man den Verlust erfasst hat, dann weiß man, dass die Trauerreaktion in unterschiedlichen Phasen abläuft. Also zunächst einmal kommt es zu einer Art Schockphase, in der man den Verlust auch verleugnet. Dann kommt es in einer Phase, wo man Schwierigkeiten hat zu schlafen oft, Schwierigkeiten hat sich zu konzentrieren, an irgendetwas anderes zu denken, in der man oft versucht mit bestimmten Aktionen sich abzulenken und die Selbstkontrolle aufrechtzuerhalten. Und schließlich kommt es zu einer Phase, wo man sich mit den neuen Lebensumständen arrangiert. Es handelt sich also um einen Verarbeitungsprozess, der wirklich auch eine Arbeit ist, Trauerarbeit. Wenn Menschen im Autismus-Spektrum diesen Verlust erfassen können, dann leisten sie auch Trauerarbeit. Aber wir müssen auch immer berücksichtigen, dass oftmals bei Menschen im Autismus-Spektrum das, was neurotypischen Menschen meist sehr hilft, nämlich die Auseinandersetzung mit anderen Menschen, zu reden, Erinnerungen zu teilen, dass das aufgrund kommunikativer Probleme oftmals nicht auf diese Art und Weise erfolgen kann. Auch die Trauerreaktionen sind oft anders als kulturell erwartet, was nicht bedeutet, dass sie nicht trauern. Aber oftmals können sie es nicht so ausdrücken, wie neurotypische Menschen es erwarten. Also, um es noch einmal zusammenzufassen. Ja, Menschen im Autismus-Spektrum können auch trauern. Um trauern zu können, braucht man ein bestimmtes kognitives Entwicklungsalter, was überhaupt ermöglicht, die Endgültigkeit eines Verlustes zu verstehen. Die Auseinandersetzung dann mit diesem Verlust geschieht eben oftmals in einer besonderen Art und Weise, weil Menschen im Autismus-Spektrum eben unter besonderen Lebensbedingungen leben. Und der Trauerausdruck ist oftmals nicht so, wie es Menschen in ihrer Kultur erwarten, was nicht bedeutet, dass in ihrem Inneren nichts passiert. Wie Menschen im Autismus-Spektrum ihre Trauer äußern, ist sehr unterschiedlich, so wie es auch bei neurotypischen Menschen sehr unterschiedlich ist. Und Sie wissen ja auch, nichts ist unmöglich. Autismus.